Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal aus Halle 5, wo die ganzen Setras, Citaros und Fanhol, der steht gerade hinter mir, stehen. Das werde ich euch nachher versuchen in Einzelnen zu zeigen. Uns interessiert natürlich Linienbus, die Citaros am meisten, insbesondere den Alex, hier nochmal erwähnt. Der ist auch immer dabei, wenn ich Premiere mache. So, alles nach dem Intro. Bleibt aber bis zum Schluss dran. Es ist sehr, sehr schöne Sachen hier zu sehen. Auf geht's! So Leute, wir fangen mal direkt mit dem schönen Fanhol an. Ihr werdet jetzt sagen, warum nicht Mercedes? Weil die sind nur weiter hinten. Und hier ist im Moment auch keiner da, keiner drin. Können wir uns den mal anschauen. Der wird auch für die Flixbusse eingesetzt, habe ich gerade gelesen, mit seinen 13 Metern wendig. Ne? Daneben steht der Bruder oder Schwester mit den 2 Achsen direkt daneben. Wir können jetzt mal einfach reingehen und mal schauen, was der so Besonderes hat. Das sieht doch schon mal richtig toll aus. Oh, Lenkrad ist schön griffig hier, das Teil hier zum Beispiel. Wirklich gut. Ich setze mich mal eben rein, mal gucken. Ja, wenn man hier so drin sitzt, der hat hier die Automatik direkt hier, ZF, wunderbar. Die ganzen Bedienungseinstellungen kann man hier auch am Lenkrad. Lenkrad kann man auch verstellen. Klima direkt, alles zugänglich. Guck mal, mit einem Blick hat man direkt alles, was man sehen will. Vom Bosch natürlich Navigationssystem und so was alles. Ja. Okay, kann man hier wieder so lösen, der geht es wieder hoch. Ich denke mal, oben ist alles elektrisch. Jetzt erstmal auch nichts feststellen. Dann können wir mal weiter gucken, was der hier hat. Ja, wenn man hier drauf drückt, dann geht es auch automatisch hier runter. Piept vorher, damit man weiß, oh, irgendwas wird gemacht. So, mal gucken, wie viel Plätze der hat. Natürlich ist das kein Linienbus, steht nirgendwo drauf, aber der muss irgendwo was angeschlagen haben. Aber wir sehen das auch gleich. Kühlschrank interessiert uns natürlich. Oh ja, richtig schön tief. Schön Fanhol. Normalerweise gibt es die Küche eigentlich hinten, aber ich habe hier schon eine Küche entdeckt. Schau mal, Kameramann. Die Kaffeemaschine ist direkt hier vorne. Ne? Vielleicht hat er hinten auch noch mal eine Küche. Ansonsten hat man hier schon direkt die Möglichkeit, Kaffee zu machen. So. Hier ganz normal, Ablagefach. Ja. Wie ist denn der Sitzabstand? Das interessiert uns ja immer am meisten. Oh ja, oh, guckt euch das mal an, Leute. Entweder ist das ein 44er Bus oder 45. Ich sehe das gleich ganz am Ende, wie viele Sitzplätze der hat. Aber auf jeden Fall Beinfreiheit ohne Ende. So, wir schneiden mal ganz kurz alles an. Gucken wir mal. Ja, wir gehen mal hinten raus, da wieder rein, dann können die nach vorne. Uns noch mal anschauen. Ich weiß, guck mal hier schon so ran. Ist abgeschlossen, okay. Ja, wie ich es vermutet hatte, der hat die Küche nicht hier hinten, der hat die vorne. Aber Schlafkabine sogar mit einem Kissen. Ja, aber ganz eng, Leute. Noch enger als bei dem Volvo. Ja, vielleicht können wir von außen gleich auch noch mal reingucken, von der anderen Seite. Ja, so sieht's aus. Ihr habt ja immer geschrieben, da kriegt man Platzangst. Hier würde ich jetzt so langsam mit meinem Bauch auch Platzangst kriegen. So, jetzt sind wir unter uns hier hinten. Mal gucken. 49,50. Ja, das heißt 50er Bus sehr wahrscheinlich. Aber okay, ich wollte jetzt so euch zeigen, man guckt bis nach vorne, aber der hat keine Theaterbestuhlung, Leute. Schaut mal. Ne? Man kann nicht über die Leute die Köpfe hinweg. Und wenn einer vor mir sitzt und der ist eben halt hier so hoch, dann gucke ich dem sozusagen immer im Nacken. In meinem Fall könnt ihr über meinen Kopf hergucken. Aber Volvo hat ja diese Theaterbestuhlung. Aber schön mit Blaulicht.
LEDs, ja, gefällt mir auch ganz gut. So viel zum Vanholt, für den ersten. Daneben steht ja der andere mit der Doppelachse. Den schneiden wir auch mal ganz kurz an und dann gehen wir weiter. Sonst wird das Video einfach zu lang, Leute. So, wir sind jetzt hier daneben mit dem Doppelachse. Der macht gerade auch die auf. Da können wir gleich reingucken. Das ist der T17 Acron Vanholt. Ja, wie ihr sehen könnt, auch mit diesen neuen Spiegelkamera, muss man ja schon sagen. Das sind ja nicht in dem Sinne Spiegel, aber wirklich sehr schönes Design. Auch hier mit den ganzen Lichtern. Die haben das ja wohl abgerüstet. Hier steht jetzt auch mal Vanholt drauf. Bei den anderen war ja immer mit diesem Löwen, MAN und so alles. Ja, und die, ich weiß nicht, ob die dann nachher auch noch blau werden oder leuchtet jetzt nur so. Auf jeden Fall wirklich toll. Schlafkabine können wir gleich von außen mal gucken. Kommt mal mit. Weil der hat die gerade aufgemacht. Da können wir direkt mal reingucken. Oder hat er die vorne? Warte mal. Stauraum für den Fahrer, wenn er seine Getränke und so verkaufen will. Schönen Gepäckraum, ist HD. Ja, kann man schön 2 Koffer übereinander. Und plus hat er hier noch mal so einen Haken. Weiß jetzt auch nicht, wofür der ist. Für irgendwas ist der, glaube ich, zum Verstellen, vielleicht für die Kamera, keine Ahnung. Anschlüsse, WC, grün Wasser, Heißwasser, dort alles. Hier, das ist hier nochmal, der hat zum Schlafen Kopfseite wohl auf der Seite, weil hat auch direkt das Telefon hier vorne. Aber eng. Ja, aber zur Not, wie gesagt, kann man da drin schlafen. Die Fächer, wie bei dem Volvo, hier die ganzen, müssen wir abschließen. Oh, das sehe ich jetzt gerade hier auch. Ah, das haben die extra Schutz. Beim Fahren ist der wohl hochgegangen hier. Das ist nicht original, denke ich mal. Fiel mir gerade nur so auf. Das ist auch der mit dem mehr Passagiere. 54 war das, glaube ich, auch. Aber wir gehen mal rein. Kommt. So, wir gehen mal rein. Das fiel mir direkt ins Auge, wenn jetzt ältere Leute zum Beispiel rein wollen, wegen den 1, 2, 3, 4, 5. Der hat wirklich 5 Stufen für Ältere, damit sie sich hier festhalten können. Kann sie sich dann so langsam so hochziehen. Vorhin haben wir ja gesehen mit der Kaffeemaschine, der hat die auch hier drin, ist abgeschlossen. Kühlschrank ganz normal wie der andere auch abgeschlossen, kann man verstehen. Ablagefach. Ja, hier hat er noch mal so Sachen. USB und C für den Mikrofon kann man da anschließen. Hier auch noch mal für das Navi oder so, wenn man dann... Oh, das sieht noch mal ganz klasse aus, Leute. Hier der griffige Lenkrad. Braucht man mit einer Taste. Während der Fahrt kann man hier auch alles schön bedienen. Und das hier auch elektrisch. Wie bei, ja, ich wollte sagen bei den Mercedesen, aber elektrisch. Da ist jetzt nichts irgendwie... Tachograph hat er hier vorne. Neueste natürlich. Wirklich super. Hier noch mal zu erwähnen mit den Spiegeln. Ja, der hat ja keine Spiegel in dem Sinne. Aber man kann tatsächlich komplett was unter einem nehmen. Wenn man jetzt hier drunter gucken würde zum Beispiel, kann man alles direkt sehen. Hier das hier zum Beispiel. Im Normalfall, wenn man so runter guckt, ich sehe den gar nicht. Wenn ich so gucke, toter Winkel. Ich müsste so gucken, dann würde ich das Teil erst sehen. Und hier hat man direkt alles da auch. Wirklich toll. Man ist gewohnheitsbedürftig, man muss sich dran gewöhnen. Ich mal so in Mitte einfach mal die Sitzkontrolle. Ja, man kann auch, wenn man die Fußstützen hier so hat, kann man sich schön bequem hinsetzen. Auch keine Theaterbestuhlung, alles in einem geradeaus. Ah, der hat die Küche hier, Leute, guck mal. Ja, jetzt ist eben halt die Frage, ist das jetzt gut, dass das hier so offen ist? Oder schön, wenn das so versteckt wäre? Kaffeebecher hat man direkt hier vorne, Milch, Zucker, kann man direkt selbst zapfen. Auch nicht schlecht. Kühlschrank, ja, nicht groß, schaut mal rein, aber Hauptsache es kühlt. Wunderbar. So, einmal nochmal durchgucken, was er noch Besonderes hat. Irgendwie USBs oder irgendwie zum... Hat er nicht für die Fahrgäste.
zum Aufladen. Doch, der hat die hier oben. Ich habe nach unten geguckt, aber der hat die hier oben, auch mit C-Buchse sogar. Ja, wunderbar. Und wenn man dann ganz hier hinten sitzt, auf dem Motor sozusagen, ja, kann man schön bequem reisen. So viel zu diesem schönen Van Hool. Wir laufen mal weiter. So Leute, es geht direkt weiter. Wir sind jetzt hier an dem Stand von Setra. Speziell machen wir hier den S515 HD. Den schauen wir uns jetzt mal näher an. Was wir gerade hier gesehen haben, diese Fahrassistent Highlights, ne, kann man ja sehen, diese Active Brake Assistant 6. 5 wisst ihr, der hat ab und zu mal so Blockaden gehabt, wenn man nur geradeaus geguckt hat. Ne? In der Spur, man hat eingestellt, wenn geradeaus diesen Tunnelblick. Und jetzt der Brake Assistant 6, der hat jetzt zum Beispiel auch, wenn man in die Kurven geht, man weiß, schlägt ein, selbst in der Kurve, so ist mir das erklärt worden, dann reagiert auch das Teil erst zum Bremsen. So, der wird natürlich jetzt erstmal auch noch schön sauber gemacht, damit das schön glänzt. Einmal, wie es ausschaut von der Seite. Extra oben könnt ihr sehen, aber dazu gleich ganz viel Information zu den Kameras, die verbaut sind. Oben ist eins verbaut, auf der anderen Seite und vorne ganz neu diese Kameras, wo der jetzt gerade am Putzen ist. Näheres, wie gesagt, kommt gleich. Und auch oben hier mit diesem Kamerasystem. Und auch oben, wie ich euch das erzählt hatte, rechts, links. Und zwar hat er eine 360-Grad-Kamera, sodass man von oben komplette Bereich sehen kann. Jetzt gehen wir noch mal kurz rein. Noch was ganz Wichtiges, der hat jetzt ja nicht nur auf der linken Seite, auf der rechten Seite, jetzt auch auf der linken Seite diesen Totenwinkelassistent, der auch akustisch Signal gibt, wenn sich einer hier im Totenwinkel befindet. Jetzt das Teil noch mal von vorne mit den neuen Kameras vorne. So, wir gehen einmal rein, ist gerade auch keiner drin. So, gleich kommt einer und erklärt uns diese ganzen Systeme, was ich gerade gesagt hatte mit den 300. Aber lassen wir uns mal von dem Profi erklären. Also hier haben wir jetzt natürlich mehrere Systeme. Zum einen mal das hier, was wir hier sehen, die links angeordneten Spiegel. Das ist jetzt das Mirror-Cam-System, das neue. Da sieht man von draußen auch, kann man nachher mal schauen. Anstatt den herkömmlichen Spiegeln haben wir jetzt Kameras verbaut. Okay. Auf jeder Seite sind zwei Kameras. Eine schaut nach hinten, das ist dann der Bereich. Und eine sieht man, ist jetzt hier für die Front. Die schaut dann hier runter. Richtig. Und eben auf der rechten Seite das exakt Gleiche. das Gleiche. Ja. Genau. Wenn wir das sehen, sieht man irgendwo diese grüne, türkisene Linie. Das ist immer das Fahrzeugheck. Das wird bei jedem Fahrzeug. Das hier, ne? Genau. Bei jedem Fahrzeug ab Werk wird es dann eingestellt, je nach Länge, die wird es kalibriert und dass der Fahrer hier eben eine gute Einschätzung eben hat, wo endet denn mein Fahrzeug. Richtig. Die rote Linie ein bisschen drüber, die hängt jetzt natürlich einfach in den Scheiben, aber wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind, ist es einfach 30 Meter hinter dem Fahrzeug. Also dann kann ich einschätzen, ein Fahrzeug nähert sich, dann kriege ich ein bisschen ein Gefühl, wie schnell nähert der sich. Kann ich rüberziehen oder fährt er eben auch, sage ich mal, 110. Und dann kann ich sagen, okay, ich ziehe vielleicht... Kriegt man noch akustisch irgendwie noch ein Signal oder mit Auge, dass man das neben halt sieht, oh, pass auf, da passiert was? Bei dem System nicht. Wenn ich dann den Blinker aufsetze nach links, schiebt sich die Linie, wird dann doppelt so breit, die rote. Ja, geht rüber. Geht dann sogar rüber, dass ich das in der Spur dann erkenne, wo das Fahrzeug auch fährt. Also viele blinken ja vielleicht nicht, so hilft es einem da noch, wenn ich den Blinker eben setze. Schön wäre es natürlich, wenn man jetzt fährt, auf einmal kriegt man ein Signal, irgendwie Vibration oder akustisch, pass auf, irgendwas hinten, kommt einer auf dich schnell zu. Ja.
Also Weil das haben man wir hat nicht, man ist am Fahren, man guckt nicht direkt die ganze Zeit da, oh, der rote, oh, da ist jetzt einer 20, 30. Ja. Die Also Idee wird vielleicht dahin gehen. Vielleicht kann sowas noch kommen. Also das ist jetzt, sage ich mal, wir haben viel Entwicklungszeit und Hirnschmalz da reingesetzt. Und das ist jetzt auch nicht serienmäßig, ne? Nee, Das nee, war nee. jetzt das mit dem extra bestellen. Das ist extra. Genauso wie jetzt machen wir mal oben die Mirror Cam fertig. Ja. Noch ganz kurz dazu, auch wenn ich jetzt in einer dunklen Stadt unterwegs bin, Ja. die Beleuchtung ist ausgefallen, ein bisschen neblig, Okay. haben wir trotzdem immer noch ein bisschen Restlicht. Und die Kameras verarbeiten das Restlicht eben viel besser wie jetzt das menschliche Auge. Deswegen habe ich hier, wenn wir dunkel gekleidete Personen beispielsweise Kann man schneller erkennen. erkenne ich jetzt besser mit dem Kamerasystem. Gut. Zusätzlich sind die Linsen beheizt. Ich muss jetzt nicht wie früher auf den Knopf drücken. Die Direkt bei Zündung an ist, wenn einmal der Motor läuft. Also Oder Zündung ab an einer ist. bestimmten Außentemperatur macht es das Automatisch. Fahrzeug automatisch. Also ich muss da gar nichts machen, auch wenn es jetzt geschneit hat oder sonst Ja. irgendwas. Ich fahre. Das System erkennt ab einer gewissen Temperatur und heizt eben im Bereich der Kamera, dass da alles abtaucht. Super. Also muss man gar nichts machen. Zusätzlich Kraftstoffeinsparung, wenn ich viel auf der Autobahn unterwegs bin, verringert sich hier der Luftwiderstand. Wegen den Spiegeln da auch noch. Ja, ja. Die Also nicht mehr weniger da sind. Verwirbelung. Schön. Und jetzt kommen wir zu der 360. Der hier unten, ne? Genau. Was hat's auf sich? Genau, also man sieht jetzt in dem linken Drittel ist das Fahrzeug wie von der Draufsicht abgebildet. Ja. Man kann das Fahrzeug jetzt komplett ringsherum erkennen. Ja. Man kann auch, wenn Sie mal draufdrücken, links unten einfach mal Hier? durchschalten. Oder hier? Sie einfach mal draufklicken, dann sieht man schon, halt der ist an, eins daneben. So, Ah, dann kann man klicke ich auf umschalten. dem, das ist jetzt die Heck, Heckkamera. ja. Da kann ich sagen, Auch wieder mit den Rot, Gelb. Rot, Gelb und Grün, das sind immer 50 cm, Ja. Rot halber Meter, Gelb 1 Meter, Grün Okay. 1,5 Meter. Also so kann ich dann nochmal, ich parke rückwärts ein. Ja. Da Aber weiß man, wie direkt viel Meter weiß ich, noch hat. Müsste ich jetzt eigentlich so keinen mehr rausschicken. Ja, würde ich ja, ja, sagen. genau. Ich habe eine gute Rundumsicht, links rum, Auch hier kommt noch links. einer von links, von Ja, rechts. ja, ja. Wir haben einen sehr breiten Winkel. Sehen wir jetzt gerade, der Kollege da hinten. Ja, der guckt da gerade. Da gerade. runter. Und so kann man das jetzt eben, wenn Sie den nächsten Knopf drücken. So, das ist jetzt links. Ja. Auch hier mit diesen grünen Linien. Da Heck und da. und Front, also wo beginnt und endet mein Fahrzeug. Und das ist jetzt natürlich Das ist sehr gut. genau so ein bisschen Fischei sieht es aus, Mhm. aber es wird dann von der Software so. Die Linien sind sehr hilfreich, weil wir haben auch den Setra, Ja. auch den Volvo. Ja. Ja, wenn man da im Heck guckt, Volvo ist zwar gut, aber ab hier weiß man jetzt nicht, Ist die schon. Kamera, ist da zu Ende oder nicht? Und hier Genau. weiß man dann genau, hier ist die Kante, Genau. wo dem Teil zu Ende ist. Genau. Das ist Also auch Vorteil. wenn man jetzt auf die rechte, das ist ja die rechte. Ja, Ja, einfach draufklicken, ist die rechte, jetzt kommt. auf der Nee, linken. jetzt ist die rechte. Jetzt Umgekehrt, ist da muss man umdenken, so, ja. Das ist jetzt die rechte, sehen wir an der Tür. Richtig. Auch hier siehst du dann wieder, wird für jedes Fahrzeug auch wieder ab Werk kalibriert. Fahrzeugfront, Fahrzeugheck und dann eben das letzte ist dann noch. Und das hier ist sozusagen von oben gesamt das Genau, Teil das hier. das Steuergerät rechnet quasi aus diesen 4 Bildern. Ja, Rechnet das eins zusammen, sodass es so aussieht wie diese Draufsicht. ob man von drauf. Zum Beispiel, der steht jetzt ja auf der Seite, da läuft einer jetzt hinten Genau. und vorne. Und wenn wir jetzt noch den letzten anklicken, haben wir es ja. einmal ganz groß drauf. Also kann ich dann auch sagen, Rundum. Das ist jetzt 360 Grad, überall wo was passiert, kann man dann direkt gucken. und auch hier sehe ich jetzt die roten, halber Meter, Ja. Meter und 1,5 Meter. Die Türen, dass sie offen sind, kann man da dass auch sie schon offen sehen. sind. Die Achsen sind eingezeichnet, auch ob ich 2, 3 Achse habe. Ja, ja. Sehe ich die auch da drin. Also ich kann da sehr gut bei engem Raum, kann ich da navigieren und das Fahrzeug schön präzise, man mag es ja auch Ja. schön gerade reinstellen, dass es gut aussieht vorm Hotel. Kann man das mit dem System sehr gut machen und es Super. eben auch ein Auch nicht so hoch, Sicherheitsfeature. 380. Genau. Okay. Also der ist jetzt die Comfort Glass, die ist nicht so hoch. HDH hat ein bisschen Ja, der hat mehr. Ja. Kofferraum. Das sind Der wir ist dann 4 bis- Meter, bestimmt 390. knapp 4 Meter. Also Ja. der Doppelstock hat die 4, da sind wir an Komplett die 4, maximale ja. Höhe gegangen. Wir haben den Natürlich Doppelstock, den 4,3, 431, den haben wir, ja. genau. Aber der 531 ist genau gleich hoch, also gleich lang, Ja. maximal sind die alle. Sonst hier in diesem Bereich irgendwie was
neu ist? Das hier, das Coach Media Ja. System ist noch neu von Bosch. Also ich kann es entweder hier über Touch bedienen oder das ist noch ein Panel. Auch für Cockpit oder Kabine kann ich sagen, ich höre hier Radio. Hinten haben Ja. wir Bluetooth, können sie sich verbinden, wenn einer Musik machen will oder was anderes. Eigenes Navi? Navi ist drin, ja. Auch bedienbar hier mit dem Touch oder Ja. Also ich drücke einfach hier auf Ja. Navi und dann kann ich eben hier Buchstaben eingeben, welches eingeben, Land geht und auch und. Sprachsteuerung, Engine auch Start, ein Thema, was ist da? auch Telefonie Ja. kann ich entweder hier annehmen oder hier direkt am Lenkrad. Ich sehe gerade auch keinen Schlüssel, der hat den Dings wohl auf hier. Keyless, genau. Ne? Also Keyless Den hat- heißt der Schlüssel, die Antenne sitzt Kann man irgendwo hinlegen, ja. hier. Ich kann es in der Tasche haben, Ja. ich kann es auch, manche Fahrer haben es in der Jacke, hängen die dahin. Muss man gucken, manchmal, klar, wenn die da hinten ist, die Antenne ist schon so, also wenn er hier ist, geht es nicht, man muss schon in dem den Bereich hier. des Fahrers. Ja, ja. Also selbst wenn der Fahrer jetzt sag mal irgendwo draußen ist, jetzt setzt sich ein Fahrgast hier hin, Mhm. drückt den Knopf, ist schon besser, wenn er ihn in der Tasche Ja. hat, weil Gibt wenn ja so ein der Signal ein- und dann. auslädt, hat er mal so Vögel. Ja, ja. Aber also ist in dem Bereich ist eben die Antenne. Super, man könnte sich auch dran gewöhnen. Ja. Also wir sind gespannt. Ja. Mirrorcam und alles. Die 360 gibt es schon länger, haben wir gute Rückmeldungen Mhm. aus dem Feld. Die Mirrorcam ab nächstes Jahr lieferbar, sind wir gespannt auf die Rückmeldung von Kunden und Fahrern, wie die ankommt. Dann bedanken wir uns für die Vorstellung. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr und die Community draußen auch, Genau. dass Sie mal, wenn Sie so ein Ding mal bestellen wollen oder kaufen wollen, darauf gucken können, so, das ist damit gemeint. Genau, Dankeschön. sehr gerne. Wirklich wunderbar, dass er uns das erklärt hat. Wir gucken uns jetzt mal den Bus noch mal von innen noch mal an. Die Assistenten hier, das wissen wir jetzt ja. Hier vorne ist natürlich abgeschlossen, damit da keiner immer rumspielt. Aber doch, der ist hier vorne. So geht das Teil auf. Ne? Reicht für, sagen wir mal, Sekt, Cola, Wasser. Kann man da eben halt so reintun. Auf der Seite hat er auch die, mal gucken, ob das abgeschlossen ist. Der ist abgeschlossen, aber hier hat er sehr wahrscheinlich auch die Kaffeemaschine. So, wir gucken mal. Auch sehr schön mit dem Sitz, wenn man jetzt auch hier vorne so sitzt. Die Dinger, die kann man hier auch bei den neuen, oh, die kann man sogar ganz komplett, da hat man hier die Beinfreiheit. Steckdose sogar 230 Volt, hat er sogar hier. Zusätzlich müsste aber irgendwo noch die USB, mal gucken, unter den Sitzen vielleicht. Ich habe gerade irgendwo was gesehen. Der hat die hier unter dem Sitz. Der hat aber hier hinten auch noch mal die normale Küche. Ist aber auch abgeschlossen. Ja. Normale Küche, WC. Hier kann man das besser sehen. Der ist jetzt auseinandergezogen. Dazwischen sind die USB-Stecker. Sie sehen da momentan im praktischen Einsatz der Mirrorcam. Hier kann man richtig schön liegen. Ich glaube, der Volvo ist der einzigste mit der Theaterbestuhlung. Hier ist auch wieder alles ganz normal, aber sehr schön, dieser Bus. Aber interessant, als ob man zu Hause ist mit den Steckern, wenn man eben halt Laptop hat oder irgendwas mit Strom, kann man hier direkt zumachen. Muss ja nicht unbedingt USB sein, daran haben die auch gedacht. So Leute, wir schneiden die anderen Busse mal ganz kurz an. Wir haben jetzt hier den 516 HDH, der steht auch direkt hier vorne. Das ist das Teil hier mit den Doppelachseln. Der hat auch schon diese Active Brake Assist, diese Highlights, wie der andere auch. Ja, wir sehen kann Abstandsregel, außer den mit den 380 Grad Kamerasystem, 360 Grad Kamerasystem hat er das nicht drin. So, wir schauen uns das Teil jetzt auch noch mal von hier an. Hier oben könnt ihr noch mal sehen, die Kamera, die ist anders als da oben der andere. Auch ein bisschen kleiner. Ja?
Als Design haben die das auch hier so schön hier so gemacht. Wenn er gebremst wird, sieht das bestimmt richtig schick aus. So, da sind wir doch genau richtig, Leute. Schaut mal, der Doppelstock, die neueste Version. Ist gerade der Kofferraum auf. Können wir gleich auch mal gucken, ob sich da was verändert hat mit dem Kofferraum. Wenn ihr sehen könnt, der hat oben auch, wie bei dem, was wir haben, die Klappen, die kann man so runterziehen, so dass der Fahrer einen separaten Schlafkabinenraum für sich hat. Der kann da hinten auch auf der Seite, schaut mal, da hinten kann er dann auch rein und rauskrabbeln, wenn diese Klappen hier oben runter sind. Aber ansonsten von der Kapazität für die Koffer immer noch zu klein, Leute. Ja, so schaut das Teil aus. Können wir auch wieder zumachen. Können den nächsten sich drum kümmern. So, wir schauen uns mal, das ist jetzt das Teil hier, genau 14 Meter lang, ja, die Höhe auch tatsächlich 4 Meter hoch. Da geht kein Weg dran vorbei, unter der Brücke 3,90, 3,80, nix da, 4 Meter. Hier sind die ganzen Traffic Assistant, Frontguard Assistant, Sideguard, weiß ich auch, der hat beide auch, rechts und links Sideguard. Ja, das sind die Sachen. Vorne ist besetzt, wir gehen hinten mal rein und schauen uns das Teil auch noch mal an. Ja, wie eigentlich hat sich so nicht viel. Ich will mal das hier mit den Gardinen gucken. Haben jetzt ein anderes System haben. Ja, die haben jetzt hier mit diese Clips hier einfach nur rausklippen. Das, was wir haben, ist nicht so besonders mit diesem Gardinensystem. Aber ansonsten normaler Doppeldecker. Ja, natürlich oben alles voll mit Scheibe. Ja. Können wir von vorne raus vielleicht. Hier sind wieder so viele Leute drin. Vielleicht können wir auch nachher mal gucken, wie viele Personen hier rein können. Ja, kommt durch. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, mal von vorne zu gucken. Und die meisten, die gerne hier so sitzen, so, die wollen dann immer selber fahren. Wenn ich unten fahre, die sitzen dann hier und versuchen hier selber dann zu fahren. Scheibenwischer, der in der Mitte angebracht, dass er rechts, links. C'est vrai, elles étaient posées sur le moteur. Elles étaient posées sur le moteur. Oben, damit es nicht langweilig ist, hat er auch noch mal so einen Monitor. Auf der Seite auch. Gut, dann gehen wir mal runter. Und hier kann man auch noch hier mit dem Fahrer oder unten auch noch mal, wenn man einen Wunsch hat, einfach mal hier sprechen. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Hier müsst ihr aber, wenn ihr lang seid, aufpassen mit dem Kopf, sonst kommt ihr nämlich hier mal dran. Das Interesse ist natürlich sehr groß, dass jeder hier mit diesem Bus mal... Hier sehe ich gerade, die USB-Anschlüsse hat er hier unten. Da, schau mal. Das kann man auch bestimmt so nach oben. Ja, Beinfreiheit. Ja, jede Menge. Was wir vorhin in dem anderen gesehen haben mit den Spiegeln. Wenn ihr gleich, wenn der Kollege hier ausgestiegen ist, können wir das mal gucken. Genau, der hat die einmal da und vorne. Hier ist so viel Gehen und Kommen. Der Kameramann setzt sich jetzt mal als Fahrer dahin und schaut mal mit meinen Augen. Ja, so sieht das Teil aus. Kamerassistenten. Wirklich schön. Man hat alles im Überblick. Man kann tatsächlich alles gucken, fahren. Gut, auch ein sehr schöner Doppeldecker. Wir bleiben bei Setra, aber diesmal haben wir hier den S515 LE Hybrid. Das ist dieses Teil hier.
Den schauen wir uns an. Mit seinen 12 Metern ist er natürlich für die Stadt und Überland gut geeignet. Und dann schneiden wir mal ganz kurz an. Gerade ist hinten offen. Wir gehen mal rein. Kommt mal mit. Hier, dieser Bereich hier, ab hier, wie gesagt, wie ein Überland. Wenn man hier so sitzt, natürlich gerade vom Reise, jetzt hier auf so ein Linienteil, direkt merkt man, auch alles ist normal für Linie, das reicht. Ne? Und als Hybrid, das müsst ihr euch auch vorstellen. Ja, den könnte man schön im Linie gebrauchen. Ne? Auch Überland oder direkt in der Stadt. Wenn man USB braucht, jetzt mittlerweile Standard, brauche ich fast gar nicht mehr erwähnen. Die neuesten Modelle, die jetzt hier auf der Messe sind. Ich habe noch keinen Bus gesehen, der das noch nicht hatte. Natürlich so ältere mit Rollatoren und so, die sollten lieber hier so sitzen und nicht da ganz hinten. Hier haben sie dann die Möglichkeit, ihren Wägelchen hier hin zu tun. Auch mit diesen Sitzen, wenn man steht. Und wenn man sitzen will, hebt er die runter, kann er sich dann hier nochmal zusätzlich 2 Sitzplätze. Ja, so sieht das Teil von vorne aus. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, Cockpit nochmal zu gucken. Dass man das Fahrzeug dann eben durchstarten kann. Von außen noch mehr. Ja, wir haben nochmal die Möglichkeit, uns das Cockpit anzuschauen. Der hat aber noch ganz normale Spiegel von draußen. Und die Matrix von außen können wir gleich gucken. LEDs, gelb, passend zu der Farbe. Ist richtig schön. Ja. So, wir schließen jetzt mal die Setra-Reihe ab und gehen rüber zu den Citaros. Wir sind jetzt ein Stück weiter gegangen und zwar sind wir bei den E-Citaros. Hier steht nochmal die technischen Sachen. Ihr könnt das aus dem Internet natürlich dann auch alles raussuchen. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Sachen technisch, will ich euch jetzt auch nicht damit belasten. Aber wir können uns das Teil mal anschauen. Schaut euch das mal an. Ja, ganz in Silber. Die fahren ja auch schon in Hamburg, die Vorgänger von dem schon rum. Vom Design her wirklich auch gut. Mit den ganzen schönen Lampen. E-Citaro. Hier hinter sehr wahrscheinlich auch wieder der Kühler und sowas. Ja. Ja, hier ist der Kühler auf der Seite. Der hat hier oben auch, schaut mal, auch wieder, dass man hier sehen kann, wer hier auf der Seite steht. Wirklich hilfreich für den Fahrer. So, mal schauen, was wieder möglich ist. Hier ist wieder zu viel Publikum, aber vielleicht schaffen wir. Warum hat er auf der linken Seite auch noch mal? Ah, zum Ladevorgang beenden. Hier kann man den auch noch mal zum Laden. Okay. Ja, so geht's auf. Ich denke schon. Ein Batteriefach hat er hier unten. Sehr schön mit den ganz kleinen Lampen hier. Ja. Hier natürlich auch für die Assistenten hilfreich. So, wir haben Glück, ist gerade offen. Können wir hier direkt hier so reingehen. So, jetzt sitze ich mal in einen schönen Citaro. Ja, richtig schön. Ah, der hat zusätzlich zu den Spiegeln, schaut mal Leute, die Kameras, die ich euch vorhin außen gezeigt hatte, nochmal die Möglichkeit, was hinter einem passiert, links, rechts passiert mit den 360 Grad, kann man genau komplett alles sehen, was um den Bus passiert. Jetzt haben wir das ja auch gelernt, genau. Der Kameramann, der kann da mal gucken, wie das da alles funktioniert. Ja, den würde ich zum Beispiel jetzt hier bei uns in der Stadt hier so in Lünen so fahren wollen. Ja. Schöner Citaro. Ich hatte auch gerade gar keine Mühe,
habe mich direkt drauf gedrückt. Die Leute wollten gerade die Türen aufmachen, ging nicht. Die sagen, oh, abgeschlossen. Ich sage, nichts abgeschlossen. Einfach mal draufdrücken und dann geht die Fahrertür hier auf. Ja, im Prinzip, wenn ich so gucke, denke ich, ich bin in meinem Mehmet OE-Bus. Ja, ein bisschen alles gleich, aber wenn man dann weiter guckt, natürlich E-Citaro, was Besonderes. Super. So, hier machen wir mal wieder zu. Die anderen kommen da wieder nicht rein. Ja, drin Holzoptik, Sitze, ja, nichts Gravierendes, sag ich mal. Ich bin mal hier von der Seite gekommen. Gut, wir gehen weiter zum nächsten Bus. Das ist der Stand, wo ich euch hinführen wollte. H2 ist jetzt im Kommen, Leute. Auch Citaro möchte gern mal mit Wasserstoff fahren. Gesagt und getan. Hier steht das Teil. Natürlich noch unerforscht, sage ich mal. Keiner weiß, was mit dem Teil ist, ob es Zukunft hat oder nicht, ob sich das rehabilitiert. So, besser gesagt. Mal schauen, was der so alles kann und hat. Tam yerini buldum. Tam bir şey yapıyorlar işte. So, der Kameramann zeigt euch mal, was der so alles hat. In der Zeit gehe ich schon mal hier rein. Auch hier die Tür einfach mal draufdrücken und dann geht es sofort auf. Stand da irgendwas von Toyota-Technik? Toyota-Technik, okay. Toyota Brennstoffzellen, Antriebstechnik oder so. Wir müssen uns gleich mal gucken. Leute, ich hätte euch das echt alles mal gezeigt, aber hier ist wirklich... Wo ist denn Musik an hier? Warum ist die Musik an? Gleich haben wir Copyright. Mach mal aus. Wenn einer euch das richtig erklären würde und zeigen könnte, wäre natürlich besser. Aber guckt mal, wie viele hier Leute sind. Die sind überall verteilt. Jeder macht sein eigenes Süppchen. Und wenigstens kann ich euch hier so zeigen, guck mal, das Gelbe leuchtet auch, wenn jemand an der Seite ist, an der Säule da. Seht ihr das? Wie bei unseren Citaros. Und hier hat sich nichts geändert. Nur eben halt, dass der Antrieb mit Wasserstoff ist. Wasserstoff ist für mich neu, für uns alle sehr wahrscheinlich neu, aber es ist in Kommen. Wir machen mal weiter mit dem schönen Citaro. Ich habe hier gerade schon gesehen, der hat hier so Lederoptik. Auch hier, das sieht auch sehr schön aus. Aber im Schülerverkehr, im Betrieb, echt eigentlich viel zu schade. Ne? Wenn sie sich vernünftig hier hinsetzen würden und zur Schule oder überall hinfahren, wäre ja kein Problem. Aber nein, die machen da ihre Füße so, dann reißen die hier irgendwie etwas. Das muss doch nicht sein, Leute. Naja, das tut mir jetzt schon wieder weh. So, wirklich sehr schön. Auch hier mit den Stangen kann man sich hier so festhalten, wenn man überfüllt ist oder so. Ja, im Prinzip wie die anderen Citaros, auch mit der Optik. Hier mit diesen Sitzen hier, wenn hier Rollatoren oder so, die können sich Kinderwagen einfach mal hier hinsetzen. Und über die Technik kann ich im Moment noch nicht allzu viel sagen. Vielleicht finden wir ja einen Experten, der das dann sagt. Aber alles spielt sich sehr wahrscheinlich hier hinter ab. Ja? Und das war ja auch der Kühler mit dem Teil. Und mal gucken, vielleicht finden wir ja einen, der uns das erklärt. Wie vorhin der eine Kollege, der war wirklich nett. Leute, wir sind jetzt mal ein Stück weiter gegangen und zwar zu dem Turismo, der einzige Citaro Reisebus, der als Mercedes eben halt hier vorgestellt ist. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wenn wir die Möglichkeit haben. Natürlich ist der auch sehr gefragt, dieser schöne Reisebus. Wir gucken mal uns mal auf Deutsch, natürlich ist das irgendwo auf Deutsch. Ja, hier für jeden, für Sie perfekt mit seinen 13 Metern. ZF, das ist ja immer für euch wichtig. Eco Life.
Fahrerassistent Active Brake hat er auch. Im Prinzip Sideguard auch wieder mit diesem Zweier Sideguard. Buschschulung 48 plus 2 und nochmal plus 1. Was ist denn jetzt damit gemeint? Da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht wieder so ein Rollstuhlding ist, was man kann. Lass uns mal überraschen. Wir gucken mal, dass wir reingehen können. Wir stellen uns mal hier an, dann gehen wir mal rein. Im Moment können wir nicht rein, weil er gerade besetzt ist. Aber was ich ja gerade erwähnt hatte, auch wie bei den anderen Setras mit diesen Zeitassistenten, beidseitig. Der hat die auf der rechten Seite. Ich habe euch ja gerade gesagt, manchmal erzähle ich auch und ihr kriegt das ja dann immer raus, dass es nicht stimmt. Aber hier stimmt es, der hat die auf der anderen Seite auch. Und natürlich mit der neuen Spiegelkameran, muss man ja schon sagen. Sind ja in dem Sinne keine Spiegel. Und der eine Kollege hatte mir vorhin auch erzählt, dass dadurch tatsächlich durch diese Spiegel Kraftstoffeinsparung erfolgt. So, wir gucken gleich mal. Hier hinten haben wir den auch nochmal, den schönen Turismo. Mal gucken, haben wir die Möglichkeit. Oh, da stehen wieder welche an. Ne, wir haben, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, mal da reinzukommen. Irgendwie. Oder ich schicke den Kameramann voraus, der drängelt sich da und guckt sich das alles mal an, was da so gibt. Sieht schlecht aus, der Kameramann kommt auch nicht durch. Ja. Auch wieder, ich merke das schon, Leute. Guck mal, wenn jetzt ältere Leute jetzt hier sind zum Beispiel, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, die erklimmen müssen. Selbst ich habe Probleme, hier hochzukommen. Wenn man hier hinguckt. Ja, die sitzen hier und ruhen sich aus. Oh, das sieht immer geil aus hier mit diesem Stern. Ja. Aber, wartet mal, wenn ich hier so sitze. Doch, Beinfreiheit geht. Ja, das ist immer wichtig beim Reisebus. Wenn man einen Reisebus hat, dass die Beinfreiheit auf jeden Fall gewährleistet ist. Ja, ganz normaler Turismo eben halt. Ne? Ich habe bis jetzt noch keinen Bus gesehen mit dieser Theaterbestuhlung. Gut. So, mein Kameramann versucht mal, sich da vorzumogeln, damit er euch diesen Assistenten noch mal zeigt mit den Spiegeln.